Angelfreunde, ich bin am Start. Endlich mal wieder am Wasser, am See. Jetzt schauen wir mal, was geht heute. Ich werde den ganzen Tag draußen bleiben bis Nachmittag. Ich denke mal bis 3, 4 maximal. Je nach Hitze, heute soll es 30 Grad werden. Kleine Köder, auch große Köder, wird viel chicken und im Freiwasser schleppen. Das ist heute meine Idee. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Sehr niedriger Wasserstand. Okay, let's go. Ja, ich schleppe jetzt mal eine Runde. Nachdem beim Chicken mit Gummifisch gar nichts ging. Kein Anfasser, kein Nachläufer, gar nichts. Jetzt bin ich einfach mal ins Freiwasser ein bisschen gefahren. Ja, hilft ja nichts. Ein bisschen schleppen, ein paar Meter mit großen Ködern. Aber auch ein 40 Gramm Blei vorgeschaltet, damit ich ein bisschen auf Tiefe komme. Dann schaue ich mal da jetzt. So eine halbe Stunde werde ich mal schleppen bis zum Spot. Ob da nicht was geht. Ist natürlich jetzt schon knalle heiß, aber trotzdem Hauptsache am Wasser. Die Geheimwaffe heute. Ein ganz kleiner, tieflaufender von Spro. Der ist eigentlich super. Der ist auch total zerbissen schon. So klein der ist, der fängt aber unheimlich. Und den werde ich jetzt mal montieren und so maximal bis 10 Meter schleppen. Wollen wir noch mal schauen, da muss irgendwas gehen. Also große Köder ging halt gar nichts bis jetzt. Jetzt werde ich noch den nehmen, das ist ein guter Rapfenkiller. Dem habe ich schon so viel Rapfen gefangen. Pointer SP, der läuft nicht so tief. 3 Meter höchstens. Aber das ist auch so eine Waffe. Also let's go. Irgendwas muss ja heute gehen. Ja, hier lauter schöne Rinken auf 15, 16 Meter. Aber ich bin ja heute nicht zum Rinkenangeln da. Wollte schon die Route mitnehmen und habe gedacht, naja, heute mal nicht. Aber wäre interessant heute. So, fahre jetzt am Dampfersteg Riederau vorbei. Das ist ein guter Spot am Abend auch, wenn die Dampfer nicht mehr fahren. Das ist echt gut zum Fischen da. Auch da Uferbereich oder so. Das sind halt immer Leute, aber echt gute Spots. Auch mal zum Aalfischen kann man da hingehen. Oh, da ist schönes Ego. Aber ich düse jetzt einfach mal da hinten hin. Da ist so eine lange Kante, weil ich nie Leute sind. Auch gute Seerosen. Da werde ich jetzt da hinten mal abwerfen. Da schleppe ich bis dahin hin. Vielleicht kriege ich noch ein Biss. Irgendwas muss ja heute gehen. Sonst muss ich wirklich ins Freiwasser fahren, ganz tief schleppen, mit der Hoffnung, dass da was geht. Tja, ich bin auf 16 Meter maximal so Wassertiefe jetzt gerade. Immer viele Renkenechos, brutal. Da stehen lauter Renken hier in der Tiefe. Wo die Renken sind, das sind eigentlich auch die Räuber. Also ihr müsst ja irgendwann einmal knallen. Also ich glaube, da ist ein Braxi hochgestiegen. Ich glaube, dass auf den kleinen Wobbler im Barschdekor, dass da bald rumpelt. Der läuft jetzt eigentlich in der idealen Tiefe. Unheimlich viele Echos. Ja, einen müssen wir heute schon rauskitzeln. Einen Fisch möchte ich nämlich heute zum Abendessen haben. Entweder einen guten Barsch oder Hechterle. Das war halt mein Ziel. So ein 60er Hecht, das reicht mir ja. Das wäre eine schöne Portionsgröße. Für mich alleine für 2 Tage optimal. Salat habe ich daheim schon vorbereitet. Fehlt bloß noch der Fisch. Wassertemperatur an der Oberfläche so 21 Grad. Die Frage, stehen jetzt eher tiefer dann
Da hinten kommt dann eine gute Schilfkante, auch Seerosen. Da werde ich jetzt dann ein bisschen chicken mit Gummifisch wieder. Ein bisschen abwerfen. Auch Chickspinner. Jetzt habe ich Chance auf einen guten Barsch. So, und gerade habe ich die Kamera ausgemacht. Haben mir gedacht, Spaß den Akku und was passiert? Bis auf der linken Route auf den kleinen Hoppler, ein Barstück war. Bis, aber nicht hängen geblieben. War ein kurzer Anfass. War wahrscheinlich kein großer Hack. Ja, wäre es jetzt gewesen. Ja, jetzt versuche ich es mal an so einem Spot, an so einem Krautfeld, wo eigentlich immer gut Barsche sind. Hab da meinen 12 Gramm Chickspinner jetzt montiert und probiere jetzt die, was ich mir gekauft habe im Herbst, glaube ich, war das, wo ich schon lange mal vorstellen wollte, meine Hending M1 Baitcaster Route. Habe jetzt ein paar Würfe gemacht, muss sagen, läuft einwandfrei. Ist gut, gute Wurfweite, top. Läuft schön ruhig, alles hier mit der Knatter. Also bin bis jetzt, muss ich sagen, recht positiv überrascht. Aber bekomme leider keine Bisse. Ich sehe immer wieder Fische hier an der Oberfläche und kleine Brutfische rum hier schwirren, aber es will nichts beißen. Sehr viele Gasblasen, immer wo man denkt, oh, da ist jetzt was, aber brutal. Ja, jetzt habe ich wieder einen Hänger, muss ich wieder ein bisschen weiter rausfahren, aber der Spot hier wäre optimal. Die Wasserpflanzen, da müssen sie eigentlich drinstehen. Das gibt's gar nicht. Super hier. Keine Perücke, kein Schnurvertrall, nichts. Die Schnur, die ich gekauft habe und aufmontiert habe, gefällt mir auch gut. Super. Es wäre halt schön, wenn die neue Route auch eingeweiht werden würde. Gell? Jetzt habe ich wieder einen Hänger, wieder eine Pflanze dort. Ah ja, na. Ja. Oh, das sind jetzt aber, oh ja. Lauter Mini-Barsche sind gerade hinterher gekommen, Chickspinner. Jetzt bin ich so bei 5 Meter mal. Vielleicht sind die größeren ja vor dem Krautfeld, aber irgendwo müssen sie ja sein. Kann nicht sein, dass die auch schon so auf 10, 15, 20 Meter sind. Ich kurbel den Chickspinner einfach mal langsam ein. Das hat meistens den Erfolg gebracht. Kurze Stops vielleicht auch mal. Ja, da kommt man schon weit mit der Route. Optimal auch fürs Kajak, hinten nicht so lang. Gut zum Hantieren, einfach am Boot. Jetzt kommt Fisches. Gibt's ja nicht. Aber es brettert runter, eine Hitze halt. Kein Wind, nichts, brutal. Das hält wahrscheinlich nicht lange aus. Da muss ich den Chickspinner sinken lassen. Das lasse ich mal ganz zu Boden sinken. Die stehen vielleicht auch grundnah. Habe aber jetzt schon wieder einen Hänger. Oder? Ja, immer wieder Fisch an der Oberfläche. Komischerweise, aber lauter kleine. Aber dass gar nichts geht. Nicht einmal, also ein Krauthecht, nichts. Nichts will daran. Ja, Kraut wieder. Außer Kraut nichts gewesen. Im Übrigen habe ich so 7x7 Titanvorfach vorgeschalten. Sicherheitshalber. Weil immer Hecht reinsteigen kann.
Der ist super, der Jigspinner, der hat gut Fisch immer gebracht. Aber da ist nichts zu holen. Ah, wieder Hänger, wieder Kraut. Schade. So in die Knarre gehen wird, wenn einer dort wäre. Oh, Kraut. Es ist der Wahnsinn. Die Hitze macht einen fertig. Das ist brutal. Das hältst du nicht mehr aus am Wasser. Deswegen werde ich jetzt auch an Land steuern. Da packe ich nicht mehr. Das ist brutal. Das sind über 30 Grad. Und das Wasser, das spiegelt ja noch mehr. Und es geht nichts. Ich habe alles versucht. Ich habe geworfen, ich habe geschleppt, tief, flach. Ich habe so viel Köder ausprobiert. Gummifisch, Jigspinner, Oberflächenköder, Popper sogar habe ich probiert im Flachen. Ich bin tief gegangen. Es gibt es nicht. Nichts. Kein Anfasser, gar nichts. Gut, das ist halt einmal so bei der Hitze. Wir sind die wahrscheinlich auch im Tiefen, haben keinen Bock. Wassertemperatur hier jetzt 23 Grad. Oberfläche bei 11 Meter. Ja, ich muss das Handtuch schmeißen. So gern ich draußen bleiben würde, aber es hältst du nicht mehr aus. Ich saftel bloß dahin, ich triefe dahin. Ich habe den Schirm hier, aber der hilft ja auch nichts. Weil das Wasser dermaßen spiegelt. Und bevor ich dann einen Hitzeschlag kriege oder mir wird übel oder keine Ahnung was, wegen einem 20er Barsch, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Aber dann werden immer mehr Leute draußen am See. Es werden immer mehrer. Wenigstens die Leute auf dem Dampfer haben eine Gaudi. Gut besucht, der Dampfer, ganz schön voll, ja. Aber Dampferfahrt bei der Hitze, das ist ja auch brutal. Die ist jetzt gerade von Diesen weggefahren und fährt drüber nach Hersching. Und ich bin jetzt gleich angekommen und werde das Boot wieder aufladen. Angelausflug ohne Fisch hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Aber das hältst du nicht mehr aus. Morgen wird es auch so heiß. Ich wäre morgen auch gern rausgefahren, aber wegen 3-4 Stunden. Und wenn es dann wieder so knackig heiß wird, rentiert sich ja gar nicht. Immer wieder gute Echos, aber hauptsächlich Renken. Hab's auch pelagisch probiert. Ein paar Sicheln angefischt, aber da geht ja auch nichts. Tja, ich glaube, ich werde Feierabend machen. Das hilft nichts. Kommen ja noch ein paar Angelausflüge hoffentlich. Also, man sieht sich am Ufer oder beim nächsten Video. Bis dahin bleibt gesund. Servus, ciao Jockel. Tut mir leid, ohne Fisch halt. So ist es halt mal. Man kann nicht immer was fangen. Servus, ciao.